Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. In diesem Video zeige ich euch ein Rezept für einen super leckeren und saftigen Apfelkuchen mit Streuseln nach Omas Art. Die Zutatenliste findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung und wie das Ganze zubereitet wird, das zeige ich euch im folgenden Video. Als erstes solltet ihr die Streusel vorbereiten, weil sie noch gekühlt werden müssen. Für die Streusel nehme ich hier ganze Mandeln und hacke sie im Zerkleinerer in grobe Stücke. Ihr könnt aber auch fertig gehackte Mandeln oder Mandelblättchen nehmen. Gebt dann die gehackten Mandeln, den Zucker, das Mehl, den Vanillezucker und den Zimt in eine Rührschüssel und vermischt die Zutaten gründlich mit einem Rührbesen. Danach zerlasst ihr die Butter bei niedriger Hitze. Die zerlassene Butter fügt ihr zu den übrigen Zutaten und verrührt sie zu einer krümeligen Masse. Deckt nun die Schüssel mit Frischhaltefolie ab und stellt die Streusel in den Kühlschrank. Als nächstes solltet ihr die Äpfel vorbereiten. Hierfür schält ihr die Äpfel, entkernt sie und schneidet sie in Spalten. Wer möchte, kann die Äpfel noch mit Zitronensaft beträufeln. Dann könnt ihr auch schon den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Jetzt bespannt ihr den Boden der Springform noch mit Backpapier und bereitet die Rührmasse zu. Für den Rührteig braucht ihr zimmerwarme streichfähige Butter, feinkörnigen Zucker, Vanillezucker und eine Prise Salz. Schlagt die Zutaten mit einem Handrührgerät oder mit der Küchenmaschine auf höchster Stufe 2 bis 3 Minuten auf, bis eine weißlich-cremige Masse entsteht. Fügt dann nach und nach ein Ei hinzu und rührt jedes Ei etwa eine halbe Minute unter. Damit die Masse gut durchmischt wird, sollte sie falls nötig nach jedem Ei vom Rand der Schüssel gelöst werden. Nun gebt ihr das Mehl und das Backpulver hinzu und verrührt die Zutaten nur so lange, bis alles gut durchmischt ist. Bei mir hat das hier etwa 20 Sekunden gedauert. Falls nötig, löst ihr am Ende das Mehl vom Rand der Schüssel und rührt es nochmal kurz unter. Damit der Rührteig schön locker wird und gut aufgeht, sollte er jetzt zügig gebacken werden. Füllt den Teig nun in die vorbereitete Springform und streicht ihn glatt. Verteilt dann die vorbereiteten Äpfel gleichmäßig auf dem Teig und bestreut diese mit den gekühlten Streuseln.
Backt den Kuchen im vorgeheizten Ofen etwa 60 bis 70 Minuten, bis er gerade so durchgebacken ist. Nach dem Abkühlen des Kuchens könnt ihr die Backform entfernen und den Kuchen mit etwas Puderzucker bestreuen. Guten Appetit! So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr dieses Rezept nachmacht, dann würde ich mich sehr über einen Kommentar freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.